Moin Leute und willkommen bei Rollerfix. In diesem Video geht es um den Ölwechsel beim SYM Jet 14 125 Kubik, Baujahr 2021. Das Baujahr ist wichtig, weil in der Bedienungsanleitung für verschiedene Baujahre verschiedene Ölspezifikationen genannt sind. In diesem Video erzähle ich, welches Öl man verwenden kann, was man dafür alles braucht, was man beachten muss, wie viel Öl und so weiter. Also bleibt dran. Wichtig ist, vor dem Ölwechsel muss der Roller warm gefahren werden, damit das Öl in der Wanne schön flüssig wird und gut abläuft. Dafür reichen so 10-15 Minuten ein paar Mal um den Block fahren. Danach lässt man den Roller circa 5 Minuten stehen, damit das Öl aus dem Motorraum wieder in die Ölwanne abläuft, aber immer noch warm bleibt. Das habe ich schon gemacht, also ich bin schon gefahren, und während der Roller die 5 Minuten steht und das Öl abfließt, zeige ich, welches Öl man braucht, was man dafür verwendet und so weiter. Fangen wir an. Was man braucht, ist natürlich das Öl an sich. Das ist jetzt keine Werbung, das ist das Öl, was ich verwende. Es gibt mit Sicherheit auch gute andere Marken. In diesem Fall verwende ich hier die Spezifikation API SN. Laut Handbuch, das ist hier die Bedienungsanleitung, muss man API SM verwenden. Bei der Ölspezifikation ist der letzte Buchstabe wichtig. Hier an dem Abschnitt API SM heißt, es gibt Öle, zum Beispiel API SK, L, M, N und so weiter. Dabei muss man wissen, dass der jeweils nächste Buchstabe alle Eigenschaften des vorherigen Buchstaben mitnimmt und ein Extra hat. Das heißt, M bringt alle Eigenschaften mit, die auch L hat, und etwas mehr. In meinem Fall fühle ich SN ein. Das heißt, das Öl hat alle Eigenschaften dieses Öls und noch etwas mehr. Das heißt, ist noch etwas besser. Die zweite wichtige Variable ist hier die SAE-Bezeichnung. Das ist grob gesagt der Temperaturbereich, in dem das Öl die Schmiereigenschaften beibehält. Hier wird 10W40 empfohlen. Hier anhand dieser Tabelle zum Beispiel kann man sehen, dass 10W40 im Temperaturbereich zwischen minus 25 und plus 40 Grad Außentemperatur geeignet ist. Das sind halt die Temperaturen, die wir in Deutschland haben. Im Winter könnte man zum Beispiel 5W30 verwenden, weil die Temperaturen halt im Winter nicht über 35 Grad steigen. Aber ich verwende trotzdem das empfohlene 10W40. Dann braucht man natürlich eine Wanne, wo das Öl ablaufen kann. Ein Trichter zum wieder Öl einfüllen. Ich verwende hier einen Drehmomentschlüssel. Wer keins hat, kann auch eine normale Ratsche verwenden. Es ist jedoch wichtig, die Schraube mit dem, vor allem die Schraube mit dem Ölfilter nicht zu feste zuzuziehen. Dann einen Bremsenreiniger zum Reinigen des Ölsiebs. Ein Behälter, wo das Altöl nachher reinkommt, und natürlich irgendwas zum Unterlegen. Stativ zum Filmen braucht ihr nicht verwenden, wenn ihr das nicht filmt. Hier an der Dose kann man schauen, wie viel Öl noch drin ist. Das ist eine neue Dose, heißt ist noch voll. Jeder Strich steht für 100 Milliliter. Wie viel Öl da reinkommt, haben wir hier beim einfachen Ölwechsel mit Filterwechsel 800 Milliliter, bei Motorüberholung 1 Liter. Wir machen Motorölwechsel, das heißt, es kommen 800 Milliliter rein. Das heißt, wenn wir nachher das Öl auffüllen bzw. in den Roller einfüllen, müssen hier 200 Milliliter noch übrig bleiben. Das heißt, ungefähr beim zweiten Strich. So, hat der Roller ein paar Minuten gestanden, können wir mit dem Ölwechsel beginnen. Ich lege erstmal eine Unterlage, damit nichts auf den Boden tropft, und natürlich die Ölauffangwanne. Das hier ist die Ölablassschraube. Die öffnen wir.
Man kann natürlich mit den Handschuhen arbeiten, um sich die Finger nicht dreckig zu machen. So wie ich das Öl wechsle, bleiben die Finger größtenteils sauber. So, Achtung. Jetzt läuft das Öl raus. Ich mache das so, ich lasse das Öl erstmal so rauslaufen, wie es jetzt rausläuft, und dann neige ich den Roller leicht hier auf die Seite, damit noch die Reste auslaufen. So, jetzt leicht neigen. Ja, man sieht, da läuft dann noch doch ein bisschen mehr raus. Man muss jetzt nicht zu sehr neigen, so ein bisschen reicht. Und wir wollen nicht pingelig sein, nicht alles bis auf den letzten Tropfen leeren. So reicht das. Ich stelle die Ölwanne erstmal zur Seite. Mache hier die Öffnung leicht sauber. Und verschließe wieder. Einige sagen, man muss hier die Dichtung sofort mitwechseln. Das halte ich für unnötig. Das ist eine Metalldichtung, die hält sehr lange. So, die Schraube, die Ölablassschraube, die zieht man mit 42 Newtonmeter zu. Wer einen Drehmomentschlüssel hat, wer keinen hat, der kann einfach Ratsche verwenden. Bedenkt dabei, dass nach fest abkommt. So, dann nehmen wir den Lappen und die Wanne noch mit auf die andere Seite, denn hier müssen wir den Filter reinigen. So, ich lege hier wieder was drunter. So, ich versuche euch zu zeigen, wo der ist. Ist hier am Auspuff. Das ist dieser Deckel hier. Darunter befindet sich der Ölsieb. An dieser Stelle kommt immer die berechtigte Frage, warum leert man das Öl nicht direkt über diese Schraube? Das ist doch der tiefste Punkt in der Ölwanne. Ja, aber man muss bedenken, je nachdem wie warm ihr den Roller gefahren habt, kann das Öl sehr heiß sein. Und wenn ihr die Schraube hier aufmacht, fließt euch sofort heißes Öl über die Finger und es besteht Verbrühungsgefahr. Aus diesem Grund leere ich erst die Ölwanne. Hier tropft dann immer noch etwas Öl nach, aber das sind so kleine Reste. Der zweite Grund ist, wenn das Öl hier beginnt zu laufen, kann es sein, dass es euch den Sieb und die Feder aus den Fingern schlägt und dann müsst ihr es in der Ölwanne suchen. Gut, hier ist auch etwas Öl über die Finger gelaufen, ist jetzt aber nicht allzu viel. So, beim Ölsieb schaue ich immer nach, ob es hier Metallspäne gibt. Das sieht aber soweit gut aus. Dann reinige ich das. Mit dem Bremsenreiniger. Dasselbe mache ich auch mit der
hier mit dem Deckel und mit der Feder. Und seht an dieser Stelle zu, dass ihr die Teile wieder trocken bekommt, denn ihr wollt keine Bremsenreinigerreste im Öl haben. So, haben wir die Teile sauber gemacht, machen wir auch hier die Öffnung sauber, soweit es natürlich geht. Und dann kommt das Ganze so wieder rein. Die Feder mit dem schmalen Ende in den Deckel, der Ölsieb drauf und das wird alles zusammen eingeführt. Ja, wie man sehen kann, kann es ein bisschen fummelig sein, weil das Gewinde nicht ganz gerade ist, sondern leicht angeschrägt. Aber wenn man den richtigen Winkel gefunden hat, dreht man erst mit der Hand zu, um sicher zu gehen, dass der Deckel auch wirklich gerade reingeht und nicht schräg und das Gewinde beschädigt. Und dann ziehen wir hier mit 17 Newtonmeter fest. Das Altöl ist ab, der Sieb ist gereinigt. Jetzt kommt hier das neue Öl rein. Ich lege hier immer so einen Lappen über den Auspuff. Achte dabei, dass der Auspuff nicht zu heiß ist, denn manchmal beim Einfüllen tropft da ein bisschen was raus. Dann ziehen wir den Deckel raus. Den mache ich auch hier am Tuch sauber. Dann arbeite ich weiter mit dem Trichter. Wer so eine Einfüllhilfe hat, Moment. So. Ja, die sollte eigentlich mit dem Deckel rausgehen. Ne, will sie nicht. Okay. Normalerweise gibt es hier so eine Einfüllhilfe. Wer so eine hat, der braucht den Trichter nicht. Ich verwende aber trotzdem den Trichter. Und dann kommt das neue Öl, seht ihr, das tropft so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Deswegen auch mit dem Sieb. Jetzt kommen hier erstmal 800 Milliliter rein. Dann lasse ich den Motor ein paar Minuten laufen, damit das neue Öl sich im Motor verteilt hat. Dann lasse ich den wieder wie am Anfang ein paar Minuten stehen, damit das Öl in die Wanne abläuft und messe den Stand nach. Wie ich am Anfang des Videos sagte, müssen hier, man kann hier vielleicht sehen, bei dem zweiten Strich, so viel Öl ist da noch drin. 200 Milliliter aus einem Liter, heißt 800 Milliliter sind in der Ölwanne bzw. im Roller drin. Das machen wir erstmal zu. Sind doch ein paar Tropfen daneben gegangen. Ist nicht so schlimm. Dann machen wir hier den Deckel zu, lassen den Motor ein paar Minuten laufen und danach ein paar Minuten stehen und messen nochmal den Ölstand nach. Während der Motor warm läuft, kommt das Altöl in einen extra Behälter. Das Öl kann man nachher auf einem Wertstoffhof entsorgen. Das Entsorgen ist meines Wissens nach, beziehungsweise auf dem Hof, wo ich das immer entsorge, kostenfrei. Jetzt messe ich nach ein paar Minuten den Ölstand nochmal. Dafür nehme ich diesen Messstab raus, mache den erstmal komplett trocken. Stecke ihn nur bis zum Anschlag rein.
Und wir schauen uns an. Wichtig ist diese Fläche hier. Das Öl muss, also diese Fläche muss mindestens hier an der Spitze feucht sein, bis maximal da oben. Das ist gut, das ist knapp über dem Maximum. So will ich es haben. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn nicht, sind weitere Fragen unten in den Kommentaren erwünscht. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos den Kanal abonnieren, um weitere Videos und Tipps nicht mehr zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.